Die Fans haben die Schnauze voll. Sportliche Katastrophensaison von Beginn an in der Tabelle unten mit drin. Es ist traurig, aber wir waren einfach nicht gut genug. Tor! So einfach geht es heute. Ihr werdet Augsburg in der Liga vermissen. Sehr emotional und ja, ich habe gar keine Worte mehr. So Sam, wie steht man nach dieser scheiß Saison wieder auf? Augsburg und die Region rundherum sind sehr, sehr lebenswert. Ich glaube, wir haben eine alte Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten, Natur drumherum und müssen keine Metropole sein, damit sich die Menschen hier wohlfühlen. Man findet hier allerlei Möglichkeiten, Sachen zu unternehmen. Schöne Restaurants, schöne Plätze, um auch im Sommer in der Sonne zu sitzen und ein paar Cocktails zu genießen. Die Augsburger Panther und der AEV mit seiner Historie haben eine extrem große Bedeutung für die Stadt Augsburg und die Menschen hier. Und ich glaube, ohne den Eishockeysport an diesem Standort wäre die Stadt nicht vorstellbar. Es spielt wahnsinnig viel in meinem Leben eine Rolle, der Verein ist ganz klar. Ich bin Beni Kopp, erster Vorstand vom 1. AEV Fanclub und gehe 40 Jahre zum AEV. Das halbe Leben für den AEV und es macht einfach Spaß. Ich bin nach Augsburg gekommen, um mich als Spieler weiterzuentwickeln, der Mannschaft zu helfen, Spiele zu gewinnen und Playoffs zu spielen. Ich bin Sam Soramias, ich bin 25 Jahre alt und ich bin Stürmer für die Augsburger Panther. Es könnte heute bis auf Weiteres das letzte DEL-Spiel für Augsburg sein. Mein Resümee über die letzte Saison ist eine Achterbahnfahrt, also ein Auf und Ab, ständig Gefühlschaos. Loskommt und das ist es! Frankfurt gewinnt! Am 5.3.23 ist dann das für uns Unaussprechliche passiert und wir sind dann tatsächlich sportlich abgestiegen zu diesem Zeitpunkt. Wenn du 29 Jahre DL spielst und dann von einer Sekunde auf die andere ist es rum, das war natürlich dann schwierig, also war sehr schwierig. Es ist Wut, Trauer. Jeder hat sich auch ein bisschen geschämt, denke ich, vor den Fans, vor der ganzen Stadt, vor der ganzen Liga. Man war einfach leer und ist da gestanden und hat einfach es nicht wahrhaben wollen, was passiert ist. Und jetzt ist die Zukunft ungewiss, je nachdem wer aus der DEL 2 aufsteigt. Wir hatten natürlich trotzdem noch die Hoffnung, dass wir es schaffen, dass durch die zweite Liga wir in der Liga bleiben können. Der 10.4. war dann wieder natürlich ein ganz anderer Tag im Vergleich zu Anfang März. Ich persönlich habe noch nie so viel Zweitliga-Playoffs geschaut. Man drückt die Daumen und hofft natürlich, dass dann dieser vermeintlich unwahrscheinliche Fall eintritt, war unglaublich für uns. Als wir dann wussten, dass wir in der Liga bleiben, war man natürlich sehr euphorisch. Man hat sich einfach gefreut, dass man es jetzt nochmal richtig machen kann. Panik in der Planung kam bei uns nie auf. Wir sind erfahren genug in der Erstliga-Lizenzierung. Wir haben professionell beide Themen logischerweise parallel bearbeiten müssen. Zunächst ja mit dem Fokus DL2. Wenn das schon so ist, dass der da ist und ich bin dann hier, na, dann mache ich einen Schritt, das schießt der nicht. Das ist meine. 2 Sonntagsschüsse. Ja, aber ja, und der dreht sich, guck mal, der dreht sich jetzt weg noch. Bleibt halt, wenn der da stehen bleibt, wo er jetzt ist, dann schießt er ihn an. ja, genau. Dann passiert gar nichts. Die vermeintlich größere Schwierigkeit war sicher, die sportliche Planung umzuwerfen. Christoph zu sagen, der Kader kann und darf jetzt etwas anders aussehen. Okay, guys,
We have some clips from yesterday from the game. 37 clips in the defense zone in the first period. In the second period, we have 16, and in the third, we have 19. There's a big difference, boss. We need a better start, boss. Okay? Christoph hat neuen Wind in die Mannschaft gebracht, neue Ideen. Für ihn ist ganz wichtig das Teamgefühl, dass wir als Mannschaft funktionieren. Das ist so ein paar Mal das Problem im Spiel, dass manche Verteidiger einfach hochrennen. Und dann bin ich als Außenstürmer mit dem Verteidiger da und denke mir, fuck, ich muss irgendwie die Mitte oder ich muss zurück, weil sonst sind wir am Arsch. Bin ich komplett bei dir, aber so haben wir wenigstens das Spiel noch vor uns. Nur wir müssen irgendwann die Position wieder finden. Ja, eigentlich müssen wir schauen, dass hier, wenn du jetzt vielleicht der erste Stürmer bist, du übernimmst den hier theoretisch, oder eigentlich der hier eigentlich ist, der muss ihn eigentlich übernehmen, dass wir einen Switch auch haben, dass er wieder zurückgeht. Er ist nicht der Haut drauf, so wird's gemacht Typ, sondern auch eher jemand, der alle zu Wort kommen lässt, ob es ein junger Spieler ist oder natürlich auch ein alter Spieler. Er will, dass wir als Mannschaft gut funktionieren und alle dabei sind und alle zusammenarbeiten. Over the half marks here. Yeah, that's okay. Yeah, we switch here. When you are here and he comes here or he goes here, it's for the D, comes here, it's for you. Yeah. Okay. Christoph Kreuzer zu charakterisieren fällt mir nicht besonders schwer, weil es von Anfang an gepasst hat. Ich würde ihn beschreiben als kommunikativ, als ehrlich und als sehr geradlinig. Die sportliche Planung ist nicht klassischerweise mein Schreibtisch. Wir haben natürlich aber auch in der Offseason immer wieder in der Runde mit Lothar und mit Christoph unsere verschiedenen Updates gemacht, Meinungen ausgetauscht, sicher den ein oder anderen Härtefall auch diskutiert. Mein Name ist Maximilian Horber, 34 und ich bin Geschäftsführer der Augsburger Panther. Christoph ist der sportlich starke Mann. Er verantwortet die Zusammenstellung der Mannschaft und coacht sie auch selbst und hat da einfach seine Fachexpertise, sein Netzwerk, gerade zu Beginn auf dem deutschen Markt, was uns sehr geholfen hat. Er hat auch darauf geachtet, dass der Faktor Augsburger Spieler, der bei uns mit in den Kader eingeflossen ist, aber auch die Mischung junge, DEL-erfahrene Deutsche mit reinzunehmen und dann die entsprechenden Ausländerlizenzen zu ergänzen. Und die Stimmung momentan, wenn man das aufnimmt, in der Kabine, im Stadion, mal bei einem gemeinsamen Abendessen, ist durchaus positiv und die Grundrichtung stimmt einfach und man hat das Gefühl, fast in einer ganz anderen Welt im Vergleich zur letzten Saison zu sein. Ich komme aus Augsburg, deswegen ist es jetzt nicht alles neu, sondern eigentlich man kehrt nach Hause oder man kehrt zurück und das ist schon was Besonderes. Ich habe bis jetzt immer die andere Seite erleben dürfen oder als kleines Kind, wenn man selbst angefeuert hat. Deswegen, ich glaube, die Stimmung im Kurt-Francis-Stadion ist schon eine der besten in Deutschland und ich freue mich einfach drauf und es ist wichtig, dass wir morgen ein gutes Spiel zeigen und 3 Punkte zu Hause holen. Ja, Vorfreude ist groß. Unsere Fans sind auch letztes Jahr in der schweren Saison immer hinter uns gestanden. Auch wenn es dann vielleicht einmal leiser war als sonst, aber die Leute sind trotzdem da gewesen. Und jetzt wollen wir es alle zusammen anpacken, dass wir dieses Jahr ein positives Erlebnis haben. Das ist so ein bisschen der Knackpunkt, dass du nicht mehr lange drüber nachdenkst, was war letzte Saison. Die hier geblieben sind und die wir neu geholt haben, sind gute Hockeyspieler. Wir werden natürlich nicht von der einen oder anderen Sekunde so umdrehen können, ja, das Blatt, aber wir arbeiten hart daran und wir gehen in die richtige Richtung. Die 17. Saison jetzt und natürlich werde ich auch die jüngeren Spieler weiterhelfen und ich versuche trotzdem mein Spiel aufs Eis zu bringen, um der Mannschaft zu helfen, mein körperliches Spiel und vorm Tor ein bisschen die Gegner durcheinander bringen.
letzte Saison war für uns alle mit die härteste Saison seit langem. Ich gehe seit 2006 zum Eishockey. Das war für mich auf jeden Fall die schlimmste Saison. Ja, man hat alle irgendwie mit Tränen in den Augen gesehen und das sagt eigentlich alles aus. Wir müssen heute punkten. Ja, ich hoffe, dass wir heute einen guten Start hinlegen. Nicht das erste Drittel wie in Wolfsburg verschlafen. Unsere finnischen Neueinkäufe machen einen guten Eindruck. Wenn dann das Team wieder als Team kämpft und zusammenwächst, dann bin ich guten Mutes, dass wir, wenn es gut läuft, sogar bei den Playoffs anklopfen. Da Platz 10 wäre so ein Traum. Das ist hier einfach eine Kultur. Das ist eine geile Kultur. Man steht für was und man hält auch zusammen und es sind so viele Freundschaften hier und gute, nachdem ich wirklich auch selber mal gespielt habe, hier bis zu den Jahren, ist es auch ein Stück zurückgeben einfach. Spaß, nicht machen. Vorfreude auf die neue Saison? Ja, die ist überragend natürlich, aber hier auch viel mit Stress verbunden, aber die Vorfreude ist sehr, sehr groß natürlich. Okay, everybody. Okay, guys. Yeah. Okay, we need a good start. Yeah. When we have a chance, shots to the net, boys. Traffic in front. The goalie give us a lot of rebounds, boys. Ready for this, boys. In the defense zone. Stay on the defense side. Hold. Clear the rebounds. Bring it out. Bring it behind the Ds, boys. Okay. Starting 6 in the net. Dennis. First D. Mick and Otso. Oh yeah. First line, Espo, Uma and Jelle. Oh, let's go, boys. Come on, Jelle. Go. Auf geht's. Finnish national team starting. Go. Go off that big Präsentiert die Mannschaft der Augsburger Panther. Wir wollen auf jeden Fall nicht mehr daran denken, was war. Die ganze Liga hat sich verändert, die Mannschaft hat sich verändert, der Verein hat sich verändert. Wir wollen nach vorne schauen, unsere Ziele dieses Jahr verfolgen und schauen, dass wir es richtig machen. Es wird weiter Erstliga-Eishockey gespielt in Augsburg im Kurt-Prenzel-Stadion. Die Augsburger Panther sind weiter in der DL. 18 neue Spieler. Der neue Geist ist schwer in ein Wort oder in einen Slogan, in ein Motto zu fassen. Für uns ging es darum, die Verbindung zu Fans, zu Sponsoren zusammen mit der Mannschaft wieder aufzubauen und gemeinsam das Kurt-Prenzel-Stadion wieder zu einer Festung zu machen. Und das wollen die Fans sehen, die nicht viel bekommen haben von ihrer Mannschaft in der vergangenen Saison. Es wird natürlich darauf ankommen, das in der Liga umzusetzen. So einfach ist es dann natürlich in der deutschen Eishockey-Liga logischerweise nicht und man muss sich jede Woche aufs Neue beweisen. Dicke Möglichkeit, super vorbereitet auch. Augsburg lässt zu viele Chancen liegen. Die Möglichkeit für Cramarosa, Tor! Gefährlich, Nachschuss, Tor! Jetzt wird's ruhig im Kurt-Prenzel-Stadion. Aktuell steht Augsburg bei 0 Punkten. Wäre dann auch ein Fehlstart. Weil wir waren dran, wir hatten die unter Kontrolle. Wäre bei uns nicht gekommen. Wenn der Schalter gehabt hätte, hätte das nie gepfiffen. Niemals. Ja. Und ist der Unterschied? Du bist mit mir hochgegangen. Bleib unten. Weil wenn wir die verlieren, ist unten 3 gegen 1. Stimmt, gleich kann es aber auch sein. Here and here and here. Control the sticks. Go hard to the puck, control the sticks, bring it in the corner, we come out. Simple play, boys. Come on, boys, let's go.
Augsburg muss wieder reinfinden in die Partie. Und der Konter der Augsburger Panther. Über Mitchell. Mitchell mit dem Querpass. Tor! Ein kollektives Aufbrüllen im Kurt-Frenzel-Stadion. Er nimmt den Schuss, Rantakari. Rebound ist da, aber rutscht daneben. Und es reicht nicht mehr für einen Schuss aufs Tor. 3:2 hier in Augsburg, aber ein wirklich enger Fight. Wir haben gekämpft, es läuft noch nicht alles, sieht man. Das Befinden sind super. Beim Rest dauert es vielleicht ein bisschen. Das Spiel hat uns fast berauscht heute. Aber nur fast. Es funktioniert in Augsburg auch nur, wenn alle zusammenhalten am Ende. Es ist einfach so. Das ist Augsburg. Das ist ein kleiner Standort, wir halten zusammen und das ist das Wichtigste am Ende. Das ist schon eine beeindruckende Reaktion auch von den Fans. Das Publikum, das steht hier einfach immer hinter uns und heute war auch wieder Bombenstimmung und eine geile Choreo auch zum Start. Und waren, glaube ich, auch einige Jungs dabei, die heute mal Gänsehaut bekommen haben beim ersten Heimspiel. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Die Leistung auf dem Eis muss stimmen und die Leistung auf der Tribüne sozusagen auch. We are on the right way, boss. Step by step, okay? It's hard. It's a lot of emotion in the moment, but we win the next game, boss. For sure. Okay? Let's go. Wir waren immer eine Einheit und bleiben immer eine Einheit. Es gibt 18 Neuzugänge. Es dauert eine Zeit lang, aber wir sind gute Dinge und geben Vollgas, so wie die Mannschaft unten auf dem Eis. Wir sind charakterstark genug und haben genug Qualität in dem Kader, um bestehen zu können. Und ich glaube, in Richtung der Kritiker werden vor allem die Spieler die Antwort geben wollen. Sie kennen natürlich auch diese Aussagen und Prognosen und das kann ich verraten, das motiviert sie nur umso mehr. Es ist eine neue Saison und wir werden dieses Jahr auf jeden Fall ein paar Leute überraschen.